Wir fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. Dazu sanft wabernde elektronische Sounds. Es waren ungewohnte Klänge, mit denen die Düsseldorfer Band Kraftwerk 1975 aus den Radios tönte. Elektropop hieß der, bis auf den Gesang, ausschließlich elektronisch produzierte Sound. Kraftwerk wollten in Deutschland Mitte der 70er Jahre musikalisch bewusst neue Wege gehen, erklärte Keyboarder Ralf Hütter damals in einem seiner seltenen Interviews. Ja, für uns war das mehr ein Problem, überhaupt Musik machen zu können in der Bundesrepublik oder so nach dem Krieg, wo die lebendige Musik, Alltagsmusik verschwunden war. Die war ausgelöscht. Und unsere Generation, wir mussten halt wieder von vorne starten. Die Gründungsmitglieder Ralf Hütter und Florian Schneider, die beide klassische Musik an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf studiert hatten, spielten seit Ende der 60er Jahre zusammen. Damals machten Kraftwerk noch typisch deutschen Krautrock. Später holten sie Keyboarder Wolfgang Flür und Schlagzeuger Karl Bartos in die Band und benutzten ab da ausschließlich elektronische Instrumente, erinnert sich Karl Bartos. Das Entscheidende von Kraftwerk war eben, glaube ich, all diese musikalischen Entwicklungen seit der Romantik zu verknüpfen. Und das war eben das Gute, dass wir die Musik synthetisieren. Sie ist ein Model und sie sieht gut aus. Kraftwerks Idee, die moderne Erlebniswelt der Bundesrepublik sollte den passenden Sound bekommen, erläuterte Wolfgang Flür in einem englischsprachigen Interview am Beispiel von Autobahn. Das war eine tolle Zeit. Deutschland hatte sich nach dem Krieg stark entwickelt. Es wurden mehr und mehr Autobahnen gebaut. Es gab immer längere Strecken, auf denen man immer schneller fahren konnte. Auch die Autos wurden leistungsstärker, schneller und schöner. Neben ihrer Musik teilten die 4 Kraftwerk-Musiker auch eine gemeinsame Begeisterung für Autos. Junge Männer, die wir inzwischen geworden waren, konnten sich solche Autos sogar leisten. Also fuhren wir nur zum Spaß auf die Autobahn. Erst 120, dann 140 oder sogar 150 Kilometer schnell. Dann öffneten wir die Fenster und hörten auf die Geräusche und den Wind. Und all das bauten wir in unsere Musik ein. In ihrem Kling-Klang-Studio in der Mintropstraße 16 in Düsseldorf kreierten die 4 Kraftwerk-Musiker als Soundpioniere aus ihren Eindrücken einen ganz eigenen Elektropop-Stil. Romantisch, eingängig, mit kreativen Beats, humorvollen Ideen, griffigen Songtiteln und einem zeitlos modernen Artwork. Das Plattencover zur Autobahn ist zum Beispiel eine stilisierte Kopie des berühmten weiß-blauen Verkehrszeichens. Das Album machte international Schlagzeilen und verkaufte sich fast 200.000 Mal. Die Single Autobahn schaffte es 1975 in den deutschen Charts in die Top 10, erreichte in Großbritannien Platz 11 und stieg sogar in die US-Charts ein, wo erst auf Platz 25 Endstation war. Kraftwerk werden mit ihren elektronischen Klängen zu Pionieren der späteren Hip-Hop, House- oder Techno-Sounds. Ihre Songs sind schon lange Kult, werden gesampelt und haben sich dabei eine zeitlose Qualität bewahrt. Heutzutage denken ja alle, Kraftwerk wäre so eine Art synthetische Musik aus dem Computer. Aber das war es gar nicht. Die Musik entstand zwischen uns Menschen. Das ist eine absolut menschliche Musik. Und deshalb glaube ich, das ist der Grund, warum sie heute noch funktionieren. Der Elektropop von Kraftwerk war zwar im Sound neu, hatte aber für Karl Bartos wegen der gemeinsamen Studio-Sessions trotzdem Herz und Seele. Wir unterhielten uns jetzt verbal und auch musikalisch. Wir sahen uns an und daraus entwickelte sich der Klang unserer Musik. Bands wie U2, die Simple Minds, Depeche Mode oder Coldplay bezeichneten Kraftwerk und deren Songs wie Radioaktivität, Die Roboter oder Das Model als wichtige Einflüsse für ihre eigene Karriere. 2014 werden Kraftwerk mit dem Grammy für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Mit dem Album Autobahn und der gleichnamigen Single fing 40 Jahre vorher alles an.